Grandpapa had a metal plate from his time served in the war. He used to pick up radio waves that he said were from the future. As little children we would gather round. To us he was a giant. But when it came to taking medicine, the man was not compliant. He'd tell me, wait, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning of the engines could be powered by the smile on your face? What would you say? Would you follow me, follow me, follow me, follow me right away? He'd laugh and say, but I'm too tired. Komplett neu gestaltet stellt sich hier uns der Unit 2 von Duotone vor. Einzig die Outline-Merkmale sind an sich gleich geblieben. Wir haben eine mittlere Streckung bei diesem Wing. Wir haben aber eine komplett neu gestaltete Middle Strut, bei der halt zweigeteilte Griffe, mit denen die Lenkmanöver ausgeführt werden sollen. Zudem sind durch die Form der Middle Strut hier die Griffe mehr physiognomisch optimiert dem Fahrer oder der Fahrerin zugewendet, weil in der ganzen Middle Strut ein leichter Knick besteht. Die Größe der Handles ist gut gewählt. Für große als aber auch kleine Hände empfindet man das Ganze hier nicht zu dick und man hat hier eine sehr schöne griffige Führung in diesen Handles. Im Gegensatz dazu ist die vordere Schlaufe für die Wave-Stellung oder das Auswählen sehr zart gehalten. Man hat hier eine mittelstarke Übertragung, wenn man das Ganze mit einer Hand führt. Klar, be- und entlüftet wird weiterhin über das bewährte Duotone-Ventil. Die Quertube kann durch ein separates Ventil nochmal schneller entlüftet werden. Das One-Pump-System ist vom Schlauch sehr kurz und auch auf direktem Weg gehalten, dass hier nichts abknicken kann, sodass auch hier keinerlei Stau entsteht. Als Flugtuch wird weiterhin hier ein Mix aus einem Triple und einem Double Ripstop Material verwendet. Und für alle, die den Wing der Länge nach aufwickeln wollen, gibt es am Ende eines Tipps nochmal ein Ablassventil zusätzlich. Die Trailing Edge ist nur ganz zart gedoppelt und wir haben an beiden Tippenden jeweils eine kleine Kunststofflatte, damit hier ein eventuelles Flattern verhindert wird. Gesamt gesehen ist das Ganze hier wirklich sehr sauber und präzise ausgeführt. Gerade auch in puncto Tuchstraffung ist hier wirklich optimal gearbeitet worden. Wir haben hier eher eine sauber geshapte Tragfläche als einen vergleichsweise schlabbrigen Wing. Wie bei vielen anderen Modellen haben wir auch hier zwei Fenster ober- und unterhalb der mittleren Strut, wobei die wirkliche Sicht nach Lee wird wie bei allen Modellen im Prinzip durch die mittlere Strut verdeckt. So wie bei den Kites von Duotone werden auch hier die einzelnen Punkte, die aufschlagen oder scheuern könnten, mit gummiertem Gewebe verstärkt. Und hier sieht man nochmal schön einen Teil der neuen Konstruktion, die mit der abgeknickten Middle Strut zu tun hat, dass hier auch dieses profilstützende Tuch deutlich kürzer und knapper ausfallen kann, als man es normalerweise gewohnt ist. Also das ist sehr geschickt gelöst hier. Nimmt man den Wing das erste Mal in die Hand, geht aufs Wasser, so fällt einem hier auf, dass wir einen gut ausbalancierten Flügel haben, der keinerlei Tendenz besitzt, sich großartig aufzuschwingen, sondern insgesamt sehr gut angeströmt wird, auch bei wenig Wind. Die Hinterkante sinkt nicht ab, man kann ihn ganz leicht an der vorderen Schlaufe führen, ohne große Lenkimpulse vornehmen zu müssen. Von der Leistung beim Losfahren übernimmt er eine gute mittlere Position zwischen den beiden bekannten Modellen von Duotone, dem Echo und dem Slick. Hier liegt er ziemlich genau in der Mitte und vergleicht man das auch mit seinen Mitbewerbern, so haben wir hier einen guten Bereich, was das Angleitvermögen angeht. Dabei ist zu sagen, wir müssen den empfohlenen Luftdruck von 8,5 PSI zum Beispiel beim 5,5er absenken, mindestens um 1 PSI, so wie auch empfohlen, nicht nur um den Komfort zu erhöhen,
sondern damit wir aus diesem doch festen Flügel hier etwas mehr Swingback rausholen. Ansonsten ist das insgesamt ein Gefühl, dass man einen wirklich festen Flügel in der Hand hat. Schön ist, dass die Lenkgriffe hier optimal im Druckpunkt angeordnet sind. Auch bei aktiven Pumpvorgängen gibt es hier keine großen Verschiebungen oder Veränderungen. Also hier ist der Unit 2 definitiv auch deutlich präziser als sein Vorgängermodell. Einmal angeströmt, so beginnt an sich der Spaß beim Unit 2. Was uns hier besonders gut gefallen hat, ist einfach die Leichtigkeit und Präzision, mit der sich dieser Wing hier führen und lenken lässt, wie man die Manöver durchfährt, wie er sich insgesamt verhält, wie er seinen gesamten, wirklich sehr großen Windbereich absolviert. Das ist schon ein echter Entwicklungsschritt gegenüber den bisherigen Modellen. Man hat eine exzellente Beschleunigung, eine sehr gute Endgeschwindigkeit und auf dem Anwendkurs liefert hier der Unit ebenfalls Top-Leistung. Die ganzen Leistungsparameter von einem Echo und einem Slick werden hier letztendlich in einem einzigen Wing dargeboten und machen die beiden anderen Modelle im Freeride-Sektor eigentlich fast obsolet. Wählt man in der Kombination zum Unit 2 ein auch schnelles Foil unter dem Board, so lässt sich hier über die wirklich enorme Geschwindigkeit exzellentes Sprungpotenzial abrufen. Insgesamt ist hier im Vergleich die Leistung gut bis sehr gut, wenn man den restlichen Markt betrachtet. Da im Vergleich der Slick von Duotone im Gegensatz zum Unit einen noch kleineren Sweet Spot vom Anstellwinkel hat, lässt der sich für Freestyle-Tricks noch etwas besser gebrauchen, weil er einfach noch etwas schneller rotieren kann. Betrachten wir ansonsten das gesamte Manöverhandling, so ist es wie angesprochen einfach ein reines Vergnügen. Der Unit 2 befindet sich halt nach jeder Drehung und nach jedem Manöver im Prinzip schon fast intuitiv exakt an der richtigen Stelle und lässt sich wirklich sehr, sehr einfach und präzise bewegen. Auch bei Manövern gegen den Wind ist hier nur ein geringfügiger Drag, also sprich Windwiderstand, spürbar. Einzig bei Backmanövern, da macht der Unit durch seine absolute Präzision die Sache etwas schwerer gegenüber weicheren Modellen, die sich, sagen wir mal, in dieser Position leichter von alleine anpassen. Da muss man den Unit 2 doch deutlich präziser führen. Die Balance in der Wave-Stellung ist ebenfalls sehr schön. Die Hinterkante sinkt hier nicht ab. Er bleibt von Tip to Tip sehr schön in der Balance. Man hat hier auch über die vordere Schlaufe genug Kontrolle. Es könnte noch etwas direkter sein, aber es ist ausreichend von der Dimensionierung. Wir hatten es am Anfang bei der Ausstattung schon angesprochen. Insgesamt ist er hier auch für die Welle ein sehr schön geeigneter Wing. Und auch gerade im hauseigenen Vergleich schlägt er sich hier mit am besten. Gehen wir abschließend nochmal in den hausinternen Vergleich. Wenn wir jetzt halt den absolut reinen Einsteiger sehen, der wird mit dem Echo noch ein wenig früher loskommen, alleine weil er ein wenig mehr Auftrieb liefert als der Unit 2. Der Zug nach oben erleichtert das Aufstehen, gerade halt für Einsteiger, egal welche Gewichtsklasse hier vorliegen sollte. Klar, jeder wählt ja dann die Quadratmetergröße angepasst an sein Körpergewicht bei dem jeweiligen Wind. Im reinen professionellen Freestyle-Manöver-Handling ist der Slick nochmal ein klein wenig überlegen dem Unit 2 aufgrund eines
kleineren Sweet Spots, schnellerer Bewegung, schnellerer Rotation, etwas mehr Anpassung bei Backmanövern. Da kann er noch minimal für sich punkten. Ansonsten sind alle anderen Bereiche, ehrlich gesagt, halt, die deckt der Unit 2 so optimal und perfekt ab, dass gerade auch der Allrounder, das ist auch das, was hier angesprochen wird, hauptsächlich von Duotone, der wird hier wirklich perfekt bedient. Ein klein wenig sportlicher als vielleicht der ein oder andere weichere Wing kommt der Unit 2 daher, sodass es klar andere Modelle am Markt gibt, die insgesamt etwas fehlerverzeihender sind, gerade was den Einstiegsbereich angeht. Um das Ganze so optimal wie möglich zu gestalten, auch für den Einsteiger, ich hatte es auch am Anfang mit erwähnt, es ist wichtig, hier den Luftdruck zu reduzieren. Die 8,5 PSI, die angegeben sind beim 5,5er zum Beispiel, sollte man mindestens um 1 PSI reduzieren, wenn nicht sogar um 1,5, um die gesamte Profilstabilität etwas zu reduzieren. Klar, dann verliert man natürlich etwas im oberen Windbereich, wenn es sehr böig ist, aber sobald man konstante Bedingungen hat, kann man das ohne weiteres tun und man wird feststellen, ich komme jetzt noch etwas leichter aufs Brett und es ist insgesamt, fühlt sich ein klein wenig komfortabler an. Wer allerdings in dem Bereich agiert, dass er schon ganz leichte Wingfoil-Erfahrung besitzt, etwas sportlich orientiert ist und gerne alles mit dem Wing anstellen möchte, von Manöverhandling, vielleicht ein paar Sprünge und etwas in der Welle fahren, muss man ganz klar sagen, ist das hier momentan State of the Art. Es ist einfach, leicht, präzise und sorgt für jede Menge Spaß. Als nächstes folgt bei uns im Test die D-Lab-Version des Unit, die noch festere, wahrscheinlich noch festere Profilstruktur, und da sind wir sehr gespannt, ob sich das Ergebnis hier noch toppen lässt. To build the